Heute gibt es etwas Besonderes. Etwas, das ich noch nie gekocht habe, aber mich vollkommen überzeugt hat. Ich hatte beim Einkaufen Glück und habe 4 Lachsfilets zum reduzierten Preis bekommen, weil sie nicht mehr lange haltbar sind. Zuerst wusste ich nicht genau, was ich damit kochen soll, aber als ich nach Lachsrezepten gesucht habe, bin ich auf das perfekte Rezept gestoßen. Lachs Wellington oder auch Salmon en croûte. Also habe ich beim Einkaufen noch Spinat und Blätterteig gekauft. Aber jetzt geht's ans Rezept. Ich habe mir das Rezept von Tasty rausgesucht, da es das simpelste war. Da die Vorbereitungen nicht lange brauchen, können wir auch schon den Backofen vorheizen. Wir fangen damit an, eine halbe Zwiebel klein zu hacken. Die Zwiebelstücke packen wir in eine separate Schüssel. Anschließend hacken wir noch 2 Knoblauchzehen klein. Jetzt können wir eine Pfanne aufsetzen und etwas Öl rein. Da die Lachsstreifen nur noch kurz haltbar sind, habe ich beim Aufmachen erstmal einen Geruchstest gemacht. Und das hat alles gut gerochen. Hätte es stark nach Fisch gerochen oder irgendwie schlecht, dann hätte ich den Fisch entsorgt. Da wir die Filets im Blätterteig backen, entfernen wir die Haut von 2 Streifen. Da gefühlt eine Rolle vom Blätterteig nur für 2 Lachs Wellingtons reicht. Inzwischen sollte das Öl in der Pfanne heiß sein, also können wir die gehackten Zwiebeln und den Knoblauch in die Pfanne geben. Während die Zwiebeln und der Knoblauch braten, rollen wir den Blätterteig aus. Diesen halbieren wir längs und das reicht perfekt für 2 Portionen. Die beiden Lachsstreifen habe ich vor dem Würzen noch abgetrocknet, da die doch etwas schleimig waren. Wenn die Zwiebeln anfangen zu bräunen, können wir den Spinat dazugeben. Es wäre gut, wenn ihr den Spinat vorher abwascht, da ihr sonst ungewollt etwas Sand mit esst. Fragt nicht, warum ich das weiß. Den Spinat nach und nach dazugeben und immer wieder umrühren, damit die Blätter etwas einkochen, aber nicht anbrennen. Achtet darauf, dass ihr die Pfanne nicht zu voll macht, sonst fällt alles raus beim Umrühren. Ich habe am Ende circa die halbe Packung Spinat verwendet, da der Spinat doch sehr eingeht. Alles mit Salz und Pfeffer würzen. Und anschließend noch Frischkäse und Parmesan hinzugeben. Da ich beides nicht hatte, bin ich auf Skyr ausgewichen. Fast das gleiche wie Frischkäse, nur besser für die Gains. Noch fix etwas frischen Dill klein geschnitten. Mit in die Pfanne geben und alles gut umrühren. Die Lachsstreifen mit Salz und Pfeffer marinieren. Dann sind wir auch schon ready, alles zu vereinen. Erst bauen wir mit dem Spinat ein kleines Bettchen, auf das wir dann die Lachsstreifen legen können. Anschließend noch einen Löffel oben drauf und dann sollten wir fertig sein und alles einpacken können. Vielleicht habt ihr es bemerkt, aber irgendwie ist der Spinat etwas wässrig bei mir. Und mir ist das in dem Moment auch aufgefallen. Ich habe das Paniermehl vergessen, welches den Spinat etwas andicken soll. Nach kurzem Nachdenken, was alles in meinem Leben schiefgelaufen ist und wie ich das Gericht noch retten kann, habe ich mich dazu entschieden, die Lachsfilets rauszunehmen und den Spinat zurück in die Pfanne zu werfen.
Anschließend habe ich alles mit einer guten Menge Paniermehl angedickt, bis ich mit der Festigkeit zufrieden war. Also auf ein neues. Wir legen erst ein kleines Bett aus Spinat auf den Blätterteig und dann das Lachsfilet darauf. Anschließend geben wir noch ein bisschen Spinat auf den Lachs. Dadurch wird der Lachs vom Spinat umschlossen, wenn wir die beiden Seiten einklappen. Und das ist dann auch der nächste Schritt. Wir klappen beide Seiten ein. Achtet darauf, dass der Teig überlappt. Den überstehenden Teig trimmen wir. Dann klappen wir die Ränder oben und unten ein und wenden das Teigpäckchen. Bei euch sollte der Teig besser aussehen als meiner. Wir schneiden den Teig in einem Rautenmuster ein für die klassische Optik. Der letzte Schritt ist dann noch, die Oberseite mit Eigelb zu bepinseln. Jetzt können wir die Päckchen in den Backofen stecken. Ich musste das Backpapier noch etwas anpassen, da ich eine kleine Backform zum Backen verwenden wollte, damit ich, falls etwas auslaufen sollte, nicht so viel putzen muss. Die Rollen müssen dann ca. 20 bis 25 Minuten bei 220 Grad Celsius backen. In der Zwischenzeit können wir uns darum kümmern, die Küche zu putzen. Ich habe mich dann noch dazu entschieden, die beiden restlichen Lachsstreifen anzubraten. Also abtupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Öl in der Pfanne ist inzwischen auch heiß, also legen wir die Lachsstreifen rein. Wenn ihr Sachen in eine Pfanne legt, achtet darauf, Sachen von euch wegzulegen, damit ihr das Öl nicht abbekommt. Wenn der Lachs von der Unterseite bis circa zur Hälfte durchgebraten ist, können wir ihn wenden. Den Lachs auf der Oberseite liegen lassen, bis ihr an der Seite sehen könnt, dass er durchgebraten ist. Ich habe ihn ein bisschen früher gewendet, werde ihn aber noch auf beiden Seiten braten, da ich auf Nummer sicher gehen will, dass er durch ist, wegen der kurzen Haltbarkeit. Die Haut der beiden Filets habe ich auch noch angebraten. Die Haut ist sehr knusprig, ist aber etwas gewöhnungsbedürftig. Ich mag's. Da ich nichts verschwenden wollte, habe ich das geschlagene Ei zum Bestreichen der Lachs Wellingtons noch angebrutzelt.
Leider habe ich vergessen aufzunehmen, wie ich die Lachs-Wellingtons aus dem Backofen hole. Aber hier ist das Resultat. Es sieht umwerfend aus. Wir schneiden einen an und schauen uns das Innere an. Perfekt. Der Lachs ist durch, der Spinat umschließt alles wundervoll. Wie man vorhin schon sehen konnte, habe ich die Lachs-Wellingtons schon eine Weile draußen. Deswegen konnte ich auch die Backform anfassen. Trotz alledem war das Innere so heiß wie die Sonne und ich habe mir die Zunge verbrannt. Auch das Pusten vorher hat nichts gebracht. Der Teig ist knusprig, der Lachs ist zart und der Spinat ist gut gewürzt. Leider fehlt mir etwas Säuerliches, etwas Auffrischendes. Ein bisschen Zitronenzest hätte in dem Ganzen sicher wundervoll geschmeckt. Alles in allem bekommt das Lachs Wellington eine Bewertung von 8,2 von 10. Es ist ein sehr einfaches Gericht und damit könnt ihr sicherlich eure Liebsten beeindrucken. Ladet einfach mal eure Freunde ein für ein gemütliches Beisammensein. Vor allem, wenn ihr wisst, dass sie es gerade schwer haben. Kann etwas Einfaches wie ein Abendessen, ein bisschen Reden und Gesellschaft viel ausmachen. Achtet aufeinander. Freunde sind keine Gegebenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. In the shadows where we meet.